direkt nach Israel zu Tatjana Ohm. Tatjana, schönen guten Morgen. Also direkt die Ablehnung der Hamas. Die werfen ja Israel vor, insbesondere dem Präsidenten Benjamin Netanyahu, dass der überhaupt nicht an einer Einigung interessiert sei. Wie wird das denn nun in Israel diskutiert? Naja, jetzt zur Stunde ist Antony Blinken in einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Herzog, bevor er sich dann mit Benjamin Netanyahu trifft. Und ich glaube, das zweite Treffen, das mit Netanyahu, wird das werden, wo es vielleicht deutlich werden könnte. Blinken hat jetzt vor dem Treffen mit Herzog noch einmal gesagt, es ist an der Zeit, dass alle gemeinsam nach einem Ja suchen und nicht weiter nach einem Nein, um eine Ausrede zu haben, warum sie diesen Deal nicht hinbekommen werden. Und Blinken hat auch sehr klar gesagt, er glaubt, das ist jetzt die wichtigste Phase überhaupt und möglicherweise sogar die letzte Chance, wirklich noch eine Entscheidung herbeizuführen. Hier in Israel wird das Ganze natürlich weiterhin kontrovers diskutiert, weil wir auf der einen Seite diejenigen haben, die da ganz bei Benjamin Netanyahu sind mit seinen Sicherheitsbedenken, die er hat, die vor allen Dingen den Philadelphia-Korridor betreffen, dieser Grenzstreifen im Prinzip im Süden zwischen dem Gazastreifen und zwischen Ägypten. Und da gibt es eine ganz spannende Entwicklung, weil die Ägypter jetzt gesagt haben, zum einen, sie würden künftig darauf achten, dass die Hamas da keine Tunnel mehr baut. Da haben sie in den vergangenen Jahren nicht so wirklich drauf geachtet. Aber jetzt wolle man das dann tun. Und zum Zweiten haben sie der israelischen Bitte nachgegeben und haben gesagt, okay, die israelischen Soldaten, die da im Moment sind, seit Mai, können dort auch erstmal bleiben. Es wird kein Datum festgelegt, worauf Ägypten eigentlich bislang bestanden hatte für den Rückzug, sondern erstmal heißt es, können sie dort bleiben. Aber man erwarte schon, dass über kurz oder lang, aus ägyptischer Sicht wahrscheinlich sogar eher kurz, die israelischen Soldaten da abgezogen werden. Aber genau das ist der Knackpunkt, genau das will Netanyahu eben nicht. Er will dort weiter israelische Soldaten stationiert haben. Da ist auch Misstrauen natürlich gegen Ägypten mit im Spiel. Und Antony Blinken wird dann von hier heute weiterreisen, genau nach Ägypten, um dort eben auch weiter zu verhandeln, weil die Ägypter wiederum diejenigen sind, die dann diese Verhandlungsergebnisse, die weiteren Details, mögliche neue Ideen an die Hamas weitergeben. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als wenn hier wirklich binnen der nächsten Stunden eine Einigung herbeiverhandelt werden könnte. Also weiterhin schwierige Gespräche im Nahen Osten über eine Waffenruhe im Gazastreifen, aber auch über die Freilassung der israelischen Geiseln. Tatjana wird das Ganze für uns beobachten. Danke für den Moment nach Tel Aviv.